58,3 Kilogramm, zwei 12 Zoller, 1000 Watt RMS, eine Frontplatte wie ein Tresorverschluss und ein Preis, der für das, was man bekommt, eigentlich nicht hinhauen kann. Das ist der XTZ CinemaSub 2x12 Edge. Und ich sage euch gleich, die Couch geht mit und das von der ersten Sekunde an. Hi, ich bin Björn von HiFi Geek und heute reden wir über den XTZ CinemaSub 2x12 Edge. Ein Subwoofer, bei dem ich auf dem Papier gedacht habe, okay, irgendwo muss der Haken sein. 1000 Watt, zwei 12 Zoller, unter 2000 Euro, das klingt einfach zu gut. Kurzer Disclaimer vorab. XTZ hat mir den 2x12 kostenlos zum Testen geschickt. Wie immer gilt, die haben einfach keinen Einfluss auf das, was ich hier mache. XTZ Sound. Gegründet 2004 von Ole Eliasson in Schweden. Ein Mann, der seit seinem 13. Lebensjahr nichts anderes im Kopf hatte als Elektronik und Audio. Das Konzept dahinter ist simpel. Entwicklung im eigenen Haus, kein aufgeblähtes Händlernetz, kein Marketingbudget, das ins Produkt irgendwie hineingehört. Was gespart wird, steckt in der Hardware. Ihr kennt das Modell. Nubert macht es in Deutschland, Arendal in Norwegen. XTZ ist die schwedische Variante davon. Beim Subwoofer-Sortiment gibt es eine klare Reihenfolge. Der Sub 1217 Edge als Einstieg, der Cinema Sub 1x12 als kompakter Bruder, der 2x12 als die nächste Stufe und dann auch noch den Cinema Sub 3x12 mit 3 12 Zöllern und gut 1,14 Meter Höhe. Den kauft man, wenn man wirklich einen dedizierten Kinosaal hat. Für alle anderen ist der 2x12 das Maximalprogramm. Was ich noch kurz erwähnen will, XTZ hat 30 Tage Rückgaberecht, Rücksendekosten tragt zwar ihr, aber XTZ hat Frachtvereinbarungen, über die ihr günstiger an die Versandtarife kommt. Was es genau im Detail heißt, weiß ich jetzt zwar nicht, aber bei einem knapp 60 Kilo schweren Gerät ist es halt kein unwichtiges Detail, könnte halt ins Geld gehen. Ich hatte ihn kleiner eingeschätzt. So wirklich. Also Fotos lügen bei dem Ding irgendwie. Als der Karton ankam und ich angefangen habe, ihn auszupacken, wurde mir sehr schnell klar, das ist kein Subwoofer, den man mal eben alleine umräumt. Ich habe ihn durchs Haus gewuchtet, ne, hat irgendwie funktioniert. Ich würde es trotzdem nicht empfehlen. Holt euch einfach irgendjemanden dazu. Was dann auf dem Boden steht, macht sofort klar, wo man es zu tun hat. Das trapezförmige Gehäuse, von vorne nach hinten deutlich breiter werdend, sieht auf den ersten Blick aus wie eine Designentscheidung, ist es aber eigentlich nicht, weil das eher so Akustik ist. Parallele Innenwände begünstigen stehende Wellen, also gibt es hier keine parallelen Innenwände. XTZ hat das Cabinet-Design vom großen 3x12 übernommen. Dicke MDF-Platten, Versteifungsstreben innen, mehrlagige Bedämpfung. Klopft man jetzt auf das Ding drauf, klingt das eigentlich tot. Und genauso soll es sein. Oberfläche, mattschwarze Antireflektionslackierung in 8 Schichten. Keine Fingerabdrücke, keine Reflexion im abgedunkelten Kinoraum. Seitenpaneele mit Nextel-Beschichtung macht optisch einfach nochmal einen anderen Eindruck als normale Mattlackierung. Verarbeitung insgesamt tadellos. 6 Gummifüße statt üblichen 4, bei fast 60 Kilo die richtige Entscheidung an der Stelle. Und die Stoffabdeckung sitzt magnetisch. Kein Gesuche nach irgendwelchen Steckern, einfach drauf und fertig. Klingt nach einer Kleinigkeit, aber das kriegen erstaunlicherweise viele Hersteller in dieser Preisklasse immer noch nicht hin. SOS, ihr wisst, wen ich meine. Im Inneren 2 12 Zoll Chassis, vertikal übereinander angeordnet. Kein Force-Canceling-Prinzip, wie das bei irgendwie Doppel-12 Zollern oft der Fall ist. Hier geht es darum, gemeinsame Membranfläche aufzubauen, die ein einzelner 12 Zoller schlicht nicht hinbekommt. Und bei Subwoofern ist Membranfläche physisch betrachtet bares Geld. Die Chassis selbst kommen aus XTZs eigener Cinema-Serie. Langfaser-Zellstoffmembran, FER-optimiertes Magnetfeld, Aluminium-Kurzschlussring zur Reduktion von Induktivitätsmodulation. NBR-Gummisicke für maximalen linearen Hub. Kein Katalogchassis, das ist irgendwie alles eine Eigenentwicklung. Der Port feuert nach vorne. Das klingt nach einer Selbstverständlichkeit, ist es aber nicht. Kein erzwungener Mindestabstand zur Rückwand. Wer nah an der Wand aufstellen muss, kein Problem. Im Alltag macht das halt echt einen Unterschied. Die Endstufe ist eine Ice Power SA1. 1000 Watt RMS, 1040 Peak,
Ice Power selber kommt aus dem Hause Bang& Olufsen und wird in Subwoofern, Studioanlagen und Beschallungstechnik eingesetzt, weil hohe Effizienz, niedriger Klirrfaktor und eine ordentliche Impulsantwort eben keine Widersprüche sein müssen. Signal-Rauschabstand liegt bei 117 Dezibel. Dazu kommt ein Dual-Core-DSP mit 56-Bit Auflösung für Echtzeit-Treiberkorrektur. Das Ergebnis laut Messung 128,5 Dezibel SPL Peak an der Schallwand nach CEA 2010a. Bei sowas hält man mal kurz inne. Die Bedienung? Keine App, kein Bluetooth, kein Schnickschnack. Das Rückpanel ist analog und das ist hier genau richtig. Wer einen Sub dieser Klasse betreibt, misst per AV-Receiver ein. Was da ist, reicht halt dafür vollständig. 2 Cinch-Eingänge, XLR symmetrisch, XLR Pass-Through für einen zweiten Sub, stufenloser Crossover von 30 bis 170 Hertz, stufenlose Phase, 3 Equalizer-Presets und einen parametrischen Equalizer von 30 bis 120 Hertz. Wer es genau wissen will, Messmikrofon nehmen, REW und fertig. Getestet wie immer in meinem Heimkino. Raum ist ca. 4,2 mal 5 Meter. Akustikbehandlung an der Front. Der 2x12 mittig zwischen den Arendal 1723 Towern. EQ-Preset auf Reference gestellt, Port offen. The Batman 2022. Erste Batmobil-Verfolgungssequenz. Nasse Straßen, Motor, Explosionen und darunter Michael Giacchinos Score in Frequenzbereichen, die normale Setups einfach schlucken. Der 2x12 holt das komplett raus. Nicht diffus, nicht dumpf, kein Bassteppich, unter dem alles versinkt, sondern strukturiert. Mit physisch spürbarem Druck. Die Couch geht einfach mit. Der Raum geht mit. Das ist das, wofür man sowas kauft. Was mich dabei am meisten überrascht hat, er dröhnt nicht. Das ist bei einem so großen Sub in einem vergleichsweise kleinen Raum wirklich nicht selbstverständlich. Die Kombination aus Equalizer-Presets und frontfeuerndem Port und aktiver DSP-Kontrolle hält den Bass irgendwie in Form, auch wenn es richtig, richtig tief und laut wird. Dune 2021. Hans Zimmers Score ist von Haus aus auf Subfrequenzen ausgelegt. Brummende Omnithopter, das Erwachen des Sandwurms, atmosphärische Tieftöne, die in normalen Setups irgendwie verschwinden. Mit dem 2x12 kommen die aber komplett an. Und zwar physisch erfahrbar. Das ist der Punkt, an dem man echt versteht, warum manche Leute dedizierte Kinosäle bauen. Und die Dynamikreserven werden in meinem Raum zu keinem Zeitpunkt irgendwie ausgereizt. Es klingt bei keiner Lautstärke irgendwie angestrengt. Man spürt, dass da noch deutlich mehr drin ist. Das ist aber ein Zeichen von gut dimensionierter Maschine. Jetzt zur ehrlichen Seite, Musik ist jetzt nicht so sein Ding. Und das ist vollkommen okay, weil er das auch gar nicht sein will. Ich habe Musik gehört, meine Metal-Playlist auf Kobas, gelegentlich ein bisschen Spotify durch den Fosi Audio S3, der hier steht. Bei Titeln mit so richtig viel Tiefbass, langsame Riffs, atmosphärische Sachen und so weiter, klingt es eigentlich ganz gut. Also da ist kein nennenswerter Unterschied zu einem dedizierten Musiksub. Wo er aber zum Beispiel gegenüber dem SVS SP5000 zurückfällt, ist bei schnellen irgendwie Kickdrums, präzisen Bassläufen, was Enthusiasten irgendwie als Timing bezeichnen würden. Der SP5000 ist da trockener, kontinuierter und schneller. Der 2x12 klingt bei schnellen Passagen im direkten Vergleich ein Tick schwammiger. Nicht falsch, nicht störend im Alltag, aber hörbar, wenn man direkt vergleichen kann. Das ist dem offenen Design natürlich geschuldet. Ein Ported Sub ist auf dem Tiefgang und Pegel optimiert, nicht auf maximale Transientenschärfe. Das ist auch irgendwie keine Kritik, wahrhaftigerweise, das ist Physik. XTZ legt übrigens den Stopfen dabei für den Bassreflexkanal. Im Sealed-Betrieb mit angepassten Equalizer-Presets spielt er bei Musik agiler,
kommt aber natürlich nicht an die wirklich geschlossenen Geräte heran. Kurz zusammengefasst, wer Kino First ist und Musik hört, passt. Wer Musik First ist und dann sollte man lieber Sealed benutzen. Weil der SB5000 noch hier im Setup stand, kurz der direkte Vergleich. Ausgezeichneter Subwoofer, Sealed, trocken, präzise, schnell. Für Musik die souveräne Wahl. Im Kinoformat, da dreht sich das Bild. Der XTZ geht tiefer, baut mehr Druck auf, produziert im unteren Frequenzbereich mehr physisch spürbares Volumen. Der Sandwurm bei Dune, das Batmobil, der Motor, bei allem, was irgendwie richtig tief im Keller wohnt, gibt der 2x12 mehr ab. Beide haben ihre Daseinsberechtigung. Musik zuerst, SB5000, Kino zuerst, 2x12. So. Kurz zu den Alternativen. Der Arendal 1723 2S liegt bei 2600 Euro. Kompakter, eleganter, integrierter DSP. Klingt erstmal nach einem Vorteil, aber wer sowieso per AV-Receiver einmisst, braucht den internen DSP kaum. Und 800 Euro Aufpreis bei weniger Membranfläche, da stellt sich die Frage nach dem wirklichen Mehrwert. Den Arendal habe ich jetzt selber noch nicht gehört, also kein Klangurteil oder so. Aber rein auf dem Papier, für Kinopriorität hat der XTZ halt so das bessere Angebot. Der SVS PB4000 ist ebenfalls eine solide Ported-Version, aber auch nur ein 12 Zoller. Bei der Membranfläche hat der 2x12 klar die Nase vorn. Also wofür ist der XTZ Cinema Sub 2x12 Edge? Für alle, bei denen Heimkino ganz oben steht. Für alle, die wirklich wissen wollen, was in ihren Lieblingsfilmen an Bassenergie steckt. Für alle, die bereit sind, fast 60 Kilo durch den Flur zu wuchten. Mit Hilfe bitte. Und für alle, die ein Produkt wollen, das sich für 1800 Euro im Angebot gegen Konkurrenz zum zwei- oder dreifachen Preis behauptet. Für alle, bei denen Musik an erster Stelle steht, lieber zu dem Sealed-Modell greifen. Der 2x12 macht keine halben Sachen. Er ist groß, schwer und wirklich kompromisslos. Und er ist sehr gut darin, genau das zu tun, wofür er gebaut wurde. 2 davon in einem dedizierten Kinosaal. Das ist keine Spaßmaschine mehr, das ist halt total die Artillerie. XTZ bekommt im deutschen Markt weniger Aufmerksamkeit, als sie irgendwie verdienen. Kein Fachhandel, keine Präsenz in großen Ketten. Das kostet halt Sichtbarkeit, aber wer direkt bestellt, bekommt ein Produkt, das auf diesem Preisniveau kaum Konkurrenz hat. Das gilt für die Subs und nach allem, was die Cinema-Serie insgesamt leistet, auch für den Rest des Portfolios. Aber habt ihr denn schon Erfahrung mit XTZ? Fragen zum Setup, zum Vergleich mit dem SB5000 oder wie der 2x12 in kleineren Räumen so läuft? Schreibt mir in die Kommentare, ich lese da wirklich mit. Wenn euch das Video geholfen hat, lasst auf jeden Fall ein Like da, hilft mir enorm. Und für alle, die keinen Test verpassen wollen, den Kanal abonnieren, die Glocke an und noch ausführlicher ist es teilweise bei mir im Blog. Schaut einfach mal vorbei, bis zum nächsten Mal, ciao.